Himmelsakupunktur. Was verstehen Sie unter der Himmelsakupunktur? Die Methode, die ich Himmelsakupunktur nenne, lehnt sich an die Arbeiten von Wilhelm Reich an. Reich hatte 1954 entdeckt, wie er Regen erzeugen kann und testete dies in der Wüste von Arizona. Er nannte seine Erfindung Cloudbuster, was Wolkenzerstörer heißt, weil dieser auch Wolken kleiner werden oder verschwinden lassen konnte. Der wahre Grund, warum es nicht regnet, sind energetische Blockaden in der Atmosphäre. Eine große Rolle spielt dabei die Radioaktivität und nicht das CO2. Mein Konstrukt ähnelt einer modernen Skulptur, deren Nadeln in den Himmel zeigen. Es kann Frequenzen in der Atmosphäre harmonisieren. Dies nenne ich Himmelsakupunktur. Es funktioniert ähnlich wie die chinesische Akupunktur, die den Energiefluss im Körper wieder ins Gleichgewicht bringt. Zum Ableiten der Energie brauche ich, wie Wilhelm Reich, Wasser. Um die Ableitung mit einem kleinen Becken zu bewerkstelligen, ließ ich die reinigende Wirbeltechnik von Schauberger mit einfließen. Weiter integrierte ich Überlegungen aus der Mathematik, Wissenschaft und der Physik und entdeckte dabei, dass mehr möglich ist, als nur Energien aufzunehmen oder aufzulösen. Ich beobachtete, dass sich ebenso ein elektromagnetisches Feld aufbaut, das so stark ist, dass es auch den Menschen beeinflussen kann. Diese Erkenntnis beflügelte mich und ich entwickelte mein Konstrukt immer weiter, integrierte die Schumann-Frequenz und nannte es schlussendlich Sphärenharmonie, weil es Mensch und Umwelt harmonisiert. Die Lebewesen im Umkreis einer Sphärenharmonie fühlen eine wohltuende Energie, die Ängste verschwinden, sie erfahren Harmonie und Heilung und sind eins mit dem Universum. Ihre Erkenntnisse erlangten sie unter anderem durch die Theorien von Wilhelm Reich, Victor Schauberger und Nikola Tesla. Was ist die Essenz? Sie alle haben Großartiges, Weltbewegendes entdeckt, das heute aktueller ist denn je. Um nur einiges zu nennen, Reich war Arzt und Psychiater und entdeckte das Orgon, primordial kosmisch charakterisierte Energie. Die kosmische Energie ist vergleichbar mit einer Steckdose, an die ich Verschiedenes anschließe und die Energie vielfältig nutzen kann. Victor Schauberger entdeckte das Wirbelprinzip des Wassers zur Stromerzeugung und zur Wasserreinigung. Nikola Tesla war ein Genie. Ihm verdanken wir den Wechselstrom, die Radar- und Telekommunikationstechnik und die kabellose Übertragung von Informationen. Tesla hat mir die Augen geöffnet, um die Zusammenhänge zu erkennen. Was bewirkt die integrierte Schumann-Frequenz in ihrer Anlage? Als Schumann-Resonanz bezeichnet man das Phänomen, dass elektromagnetische Wellen bestimmter Frequenzen entlang des Umfangs der Erde stehende Wellen bilden. Bei der Entdeckung schwang die Frequenz mit 7,8 Hertz. Bis 2019 hat sie sich schon auf 13 Hertz erhöht. Das erzeugt Hektik, macht bei den Kindern aber auch Multitasking möglich. Meine Generation sind noch die Romantiker, das Tai Chi, die Meditation. All die Disziplinen, die wir heute nicht mehr gut spüren, an die viele nicht mehr glauben, sind in dieser Zeit angesiedelt. Heute ist es stumm geworden. Die Herzen verlieren bei solch hohen Schwingungen, Erdresonanzfrequenzen, die Fähigkeit des wirklichen Erlebens. Das ist auch der Grund, warum in der heutigen Zeit so viele ursprüngliche Meisterschaftsdisziplinen wie Yoga, Meditation usw. einen Boom erfahren. Der Mensch sucht seine verlorene Anbindung. Deshalb geht von meiner Anlage die ursprüngliche Schumann-Frequenz aus. Sie erzeugt ein Feld, das unser Körper braucht, um wieder richtig zu funktionieren und sich eins mit der Natur zu fühlen. Das ewige Denken hört auf, man kreist nicht mehr dauernd um seine Ängste, fühlt sich frei und leicht. Das spüren auch die Tiere und Pflanzen und tut dem Lebenselixier Wasser gut. Seit Jahrzehnten werden wir Strahlung ausgesetzt, seit neuestem auch 5G. Wie wirken diese Frequenzen auf unseren Denk- und Energiekörper und was kann die Sphärenharmonie dabei bewirken? Wir verstehen die Welt in Harmonie, weil uns die Schumanns Frequenz beeinflusst. Wenn man diese Frequenzen manipuliert, verändert sich auch das Denken der Menschen. 5G kann Einfluss nehmen auf unsere Gedanken und unser Verhalten. 5G-Frequenzen können Menschen kontrollieren und verändern. Wenn die Zirbeldrüse durch Manipulation verkleinert wird, wird der Mensch zu einem Tier.
Es darf nicht vergessen werden, dass 5G ursprünglich vom Militär genutzt und zur Manipulation und Überwachung eingesetzt wurde und weiterhin wird. Die Sphärenharmonie stellt die ursprüngliche Ordnung wieder her, zum Wohle aller Lebewesen, damit wir uns individuell und frei entfalten können. Ist es möglich, mit Ihrer Anlage Frieden zu stiften? Ja, das ist ein Nebeneffekt, den ich selber nicht für möglich gehalten habe. Es zeigte sich aber, dass im Umkreis von mehreren hundert Kilometern um meine Sphärenharmonieanlage eine friedliche Atmosphäre herrscht. In Algerien waren 35 Millionen Menschen auf der Straße und demonstrierten friedlich. So etwas hat man noch nie gesehen. Die Mauer der Angst war gefallen. Es kam nicht zur Gewalt, weil sich alle sicher fühlten und wussten, dass nichts passieren wird. Alle fühlten ihre Stärke. Die Angst ist dein größter Feind. Sie verwirrt dich, lässt dich verlieren und den falschen Weg gehen. Ein weiteres Beispiel ist die Installation zweier Sphärenharmonieanlagen. Es kam zum Friedensabkommen Minsk I und II. Die kleine Sphärenharmonieanlage harmonisiert einen Umkreis von ca. 180 Kilometern. In Verbindung mit den großen Sphärenharmonieanlagen erzeugen sie ein noch stärkeres Feld des Friedens. Mit meinen Anlagen möchte ich den Nährboden für den Weltfrieden schaffen. Wird das Hotel besser besucht und sind die Gäste ausgeglichener? Seit ich in Kaiserslautern in einer Hotelanlage eine Sphärenharmonieanlage installiert habe, ist das Hotel immer gut besetzt und die Gäste sind aufgestellt. Vorher hatte der Direktor mit einer schlechten Auslastung und unzufriedenen Gästen zu kämpfen. Es wurde sogar ein Park um die Installation angelegt, in dem die Menschen gerne heiraten. Die Menschen sind bewusster, fröhlicher, werden basischer, das allgemeine Wohlbefinden steigt. Ein Plus für die Einwohner, die Wirtschaft und eine Basis für zufriedene Gäste und erfolgreiche Geschäfte. Ihr Motto lautet: Alles geschieht mit dem Herzen, sei wie ein Salat. Trage dein Herz im Kopf, dann werden Veränderungen möglich. Klingt einfach und schön, aber wie? Man muss wie ein Kind sein, das noch im Herzen verankert ist und mit dem Herzen denkt. Man muss die Fähigkeit wahren, aus Fehlern zu lernen. Menschen, die zugeben können, einen Fehler gemacht zu haben und daraus lernen, tragen das Herz im Kopf. Im Buche Der kleine Prinz hat es Antoine de Saint-Exupéry so schön beschrieben. Wir Kinder denken mit unserem Herzen. Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Das Gegenteil von Liebe ist nicht Hass, sondern die Angst, brachte es Wilhelm Reich auf den Punkt. Angst findet im Kopf statt, schürt das Vergleichen, die Unzufriedenheit, die Krankheit und den Krieg. Sie individualisiert. Die Liebe hingegen ist mit allem verbunden, wie wenn man verliebt ist und die ganze Welt umarmen möchte.